Heute packe ich aus. In den letzten Videos habe ich euch nach Strich und Faden belogen. Der Grund dafür ist, ich wurde gekauft. Ich bin Teil der Verschwörung der DIE oder auf Deutsch die. Weil die belügen uns doch und die halten uns das Wissen vor und die wollen einfach nicht, dass die Leute die Wahrheit kennen. Ja, und ich bin seit heute Teil davon, zumindest wenn es nach diesem Kommentar geht. Ihr seid aber gut bezahlt, nicht wahr? Wir werden mit allem belogen, verstehen aber zu viele nicht. Man sollte alles hinterfragen. Aber man muss ja alles positiv sehen. Zumindest erkenne ich in diesen Kommentaren einen Ansatz von Erklärungsversuchen. Andere Individuen aus der Gattung der Flacherdlern, die versuchen ihre Wissenslücken dann eher durch verbale Aggressionen zu kompensieren, wie es auch in diesen Kommentaren zu lesen ist. Lass dich doch bitte nochmal impfen. Es würde mir gut tun, wenn du Oma schützt, du Clown. Ja, und genau solche Leute, die können auch gar nicht anders kommunizieren. Und woher genau möchte er wissen, ob ich geimpft bin oder nicht? Der größte Schwachsinn, welcher jemals verbreitet wurde. Völlige Verblödung geht weiter. Dir ist nicht zu helfen und wie gesagt, ich bin mir zu 1000% sicher, dass du eigentlich von dieser Welt überhaupt keine Ahnung hast. Erzähl doch mal, warum deine Erde rund ist. Was hat es damit auf sich? Was ist genau Gravitation und so weiter? Hast null Plan, Mann. Null. Scheinbar ist es so, dass die Flacherdwelt ziemlich rotiert, wenn die da eben meine und auch andere solche Videos anschauen. Die flippen dann total aus und natürlich habe ich das Glück gehabt, mit meiner Beobachtungsgabe einen dieser Flacherdlern dabei zu beobachten, nachdem er sich mein letztes Video angeschaut hat. Ja, aber ich möchte auch mal auf die guten Kommentare zurückkommen. Es hat dann natürlich ein paar gegeben, die mir schon gefallen haben und die zeige ich euch natürlich auch ganz gerne. Danke fürs Video. Na, gerne geschehen. Schwierig, ein Modell zu bauen von etwas, das man nicht glaubt. Und noch kein Flacherdler konnte bisher ein besseres als diese Pappscheibe zeigen. Ist jetzt ein Joke. Was mich wundert, wenn ich am Strand bin und die Sonne geht im Meer unter, warum ist die am nächsten Tag nicht nass? Das ist doch klar, weil die Sonne sich selber trocknet durch ihre Hitze. Es gibt ja auch genug Grünwälder, also könnten das dieselben Personen sein, denn der Verstand ist ja auch flach oder eine Erbse im Vakuum. Die Erde ist keine Scheibe. So dumm, wenn die Leute das glauben. Ja, gefällt mir. Ja, es gibt aber auch die Haarspalter unter den Flacherdlern. Ich habe anscheinend in den letzten Videos immer das falsche Wort verwendet. Ich habe anstatt flache Erde tatsächlich das Wort Scheibe benutzt und eben auch in dem Titelbild steht eben Scheibe. Da auch nochmal ein paar Kommentare, wie eben die Leute sich das wünschen, dass ich das ausspreche. Die Erde ist flach, aber keine Scheibe. Niemand sagt, die Erde ist eine Scheibe. Das sagen nur Leute, die das Thema in den Dreck ziehen wollen. Keine Scheibe. Nur eben fest, stationär und geht weiter hinter der Antarktis. Es existiert kein Weltraum. Ja, darauf komme ich später nochmal zurück. Erde ist flach, mit Firmament. Bei dem Wort Scheibe bekommt der aufrechte Flacherdler regelmäßig Pickel. Ja, ich glaub's auch. Also ich stelle auch in den Raum, dass ich jetzt keinen Unterschied feststelle, ob ich jetzt eine flache Ebene habe oder eben eine flache Ebene. Für mich ist das Gleiche. Ja gut, akzeptiere ich so. Auch im letzten Video war einer dabei, der sagt, flach, Dicker, flach. Also keine Scheibe mehr, sondern flach. Halt, da habe ich noch einen Kommentar, den hätte ich fast vergessen. Flach ist ein vom System erfundener Begriff, um die Wahrheit ins Lächerliche zu ziehen. Ach so, flach darf ich jetzt auch nicht sagen. Also Scheibe ist ein Wort, das ich jetzt nicht verwenden darf und flach irgendwie
auch. Frage dann natürlich direkt an euch, was darf ich denn jetzt sagen, ohne dass da wieder einer... Ja, und natürlich gab es da jetzt auch wieder Kritik an meine Berechnung. Die scheint ja wohl nicht zu stimmen. Die Erde ist flach, recherchiert doch lieber besser. Ja, so lang bis sie flach ist. 5000 Kilometer, nicht 8000 Kilometer. Ja, ihr müsst euch ja untereinander mal einig werden, weil es ja 100.000 verschiedene Angaben gibt. Ja, und wenn es 5000 Kilometer sind in meinem Modell, wären es dann knapp über 20 Meter. Also von den Zahlen her sind es wahrscheinlich die Daten unserer Globalsonne. Und ich weiß nicht, was du jetzt damit willst, weil das war niemals Teil meiner Berechnung für das Modell. Was soll ich da jetzt genau beweisen? Deine Erklärung mit der Sonne auf dem flache Erde-Modell ist falsch. Wo hast du das recherchiert? Ja, das stammt alles aus der flachen Erde-Kiste. Es wäre doch ein Klacks von der Fake-ISS mal bewegte Fotos oder Film aus nur 400 Kilometer zu senden. Geht aber nicht, läuft alles über Telemetrie. Also von einer Fake-ISS kann man überhaupt keine Bilder senden, würde ich mal so sagen. Und auch mit Telemetrie kann man bei einer Fake-ISS nur wenig anfangen. Mach mal deinen lächerlichen Pappkarton-Test mit einer Glaskuppel, dann wirst du sehen, dass die Hälfte der Pappe dunkel ist. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, um auch dieses Argument zu eliminieren. Ich zeige es euch noch einmal. Also noch einmal beweise ich die runde Erde ganz kurz, aber dann müsst ihr es langsam haben, okay? Also wir sehen wieder unseren Sonnenuntergang, den ja die Flacherdler mittlerweile sehr lieben. Man sieht halt direkt die Sonne über den Himmel und verschwindet wieder mal hinterm Horizont und wandert natürlich auch weiter und weiter. Ja, und dann gegenübergestellt das flache Erde-Modell, ja, ständiger Blick auf die Sonne, aber sehen kann ich sie trotzdem nicht. Aber ich muss hier die Sonne einfach nur anzoomen, dann ist es plötzlich wieder taghell oder so ähnlich. Also ich habe das noch nicht genauso richtig verstanden, aber vielleicht sollte ich es einfach mal ausprobieren, um das letzte Puzzlestück zu bieten, damit auch die Flacherde-Welt versteht, da ist einfach keine Sonne zurückzuzoomen, mal hinterm Horizont. Aber wir probieren es jetzt aus. Gehen wir einfach mal raus, oder? Also ich bin jetzt draußen und werde das Experiment durchführen. Und wenn es wirklich so ist, dass ich nur durch Ranzoomen die Sonne sehen kann, werde ich sofort der DIE und Willy Fogg den Rücken kehren. Die zahlen sowieso nicht viel. Und dann werde ich Flacherdler. Aber jetzt muss ich erstmal eine ganze Reihe an hochkomplexen und mathematischen Berechnungen durchführen. So, ein Stock. 33 Grad. So. Und natürlich mein Fernglas. Und jetzt